Hallo und willkommen beim VR-Macher Toolset. In diesem Video zeige ich Ihnen, wie Sie das VR-Macher Toolset installieren und einrichten. Um das VR-Macher Toolset zu installieren, muss der Inhalt der bereitgestellten ZIP-Datei entpackt und in den Unreal Engine Template-Ordner kopiert werden. Üblicherweise ist dieser Ordner unter C, Program Files, Epic Games, entsprechender Unreal-Version und hier unter Templates zu finden. Nach dem Kopieren ist die Installation abgeschlossen. Ich zeige Ihnen nun, wie Sie ein neues Unreal-Projekt mit dem VR-Macher Toolset-Template anlegen. Wir starten dafür die Unreal Engine in Version 4.26 und warten, bis der Unreal Editor fertig geladen ist. Zuerst erstellen wir ein neues Projekt. Wählen dann das VR-Macher Toolset-Template aus und klicken auf Next. Bei den Projekteinstellungen wählen wir No Starter Content aus. Wählen unseren Projektnamen und klicken dann auf Create Project. Nun müssen wir etwas warten, bis der Unreal Editor das Projekt erstellt. Die Projekteinrichtung basierend auf dem VR-Macher Toolset-Template ist damit abgeschlossen. Wir richten uns die Arbeitsumgebung im Unreal Editor nun so ein, dass wir mit der Erstellung eines Projektes starten können. Zuerst zeige ich Ihnen, wie Sie die wichtigsten Ordner im Unreal-Projekt als Favoriten hinterlegen können, damit Sie schnell auf diese zugreifen können. Zuerst blenden wir uns das Source Panel ein, damit die Ordnerstruktur sichtbar wird. Nun fügen wir den Editor-Ordner zu den Favoriten hinzu und geben dem Ordner eine Farbe. Das gleiche wiederholen wir jetzt beim Database-Ordner. Und nochmals beim Levels-Ordner. Die Einrichtung der Favoritenordner ist damit abgeschlossen. Wir sichern nun den aktuellen Zwischenstand, indem wir auf Save All klicken. Nun richten wir uns die Widgets ein, über die wir alle Funktionen und Features des VR-Macher Toolsets steuern und konfigurieren können. Zuerst richten wir das EW Transformer Widget ein. Mit diesem Widget erstellt man die gewünschten Ereignisketten und Ablauflogiken. Nun wiederholen wir den Vorgang mit dem EW Tool Spawner Widget, das die Objekte zur Szeneninteraktion bereitstellt. Als finalen Schritt prüfen wir noch, ob der Haken bei Realtime gesetzt ist. Die Einrichtung vom VR-Macher Toolset ist damit abgeschlossen. Wir sind nun startklar.